Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Roland, Messtechniktrainer bei Bosch Power Tools. Und wir schauen uns heute mal an, was hat es eigentlich mit diesem Zauberkasten auf sich. Deswegen ist der Roland nämlich auch da. Wir schauen uns heute die neuen Messwerkzeuge von Bosch an. Und vor allem werden wir uns auch anschauen, warum jeder von euch genau das Ding hier in seinem Werkzeugkasten haben sollte. Roland, schön, dass du da bist, denn ich muss sagen, hier an dem kleinen Zauberkasten bist du, glaube ich, der Meister, oder? Da bin ich der Meister, ich habe ihn sogar mitentwickelt. Oh, super, super. Und wir haben heute die ganzen Messwerkzeuge da. Und bei den Messwerkzeugen ist es so, dass wir auf jeden Fall mal schauen sollten, wie sie funktionieren, was sie alles können. Aber mein Liebling wird immer noch der hier sein. Und ihr schaut euch das mal bitte ganz genau an, denn ich glaube, das hier kann jeder gebrauchen. Also wirklich jeder gefühlt. Dann schon auf der Messe habe ich gesagt, eigentlich möchte ich ihn einstecken und ein bisschen mal zur Seite und dann nehme ich den gleich mit nach Hause, weil das ist eine tolle Sache. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Also deswegen gucken wir uns heute alles mal an, schauen uns das auch in der Benutzung an. Gibt noch viel mehr, aber darauf konzentrieren wir uns heute. Und bleibt wirklich mal dran und schaut euch mal an, was wir alles mit dem Werkzeug machen können. Und lasst uns auch wirklich mal anfangen mit genau meinem kleinen Liebling. Ja. Was ist das eigentlich und was hat es hier auf sich? Ja, hiermit auf sich. Ist ein berührungsloser Spannungsprüfer, unser GVD 1000. Ich kann Spannungen prüfen bis 1000 Volt Wechselspannung. Und du hast ganz genau recht. Ich sage einmal, das ist nicht nur ein Tool für den Elektriker, das ist wirklich ein Tool für jeden. Für dich daheim, für mich daheim und für euch zu Hause. Ein Knopf einschalten, leuchtet grün, heißt du kannst starten. Und dann gehst du direkt an die Steckdose oder hier an diese Leitung. Und es wird dir einmal akustisch, das hört ihr, einmal visuell und was man nicht sieht, die Vibration, wenn du das mal selber machen willst. Genau, also man merkt es eindeutig, es vibriert. Ja, und man sieht sofort, oh ja, hier sollte man mal aufpassen. Genau. Vielleicht nicht jetzt durchschneiden. Genau, das heißt, bevor ihr tapeziert oder neu streicht, gucken, ist da noch Spannung auf der Steckdose, bevor ihr da abschraubt, die Abdeckung, machen viele daheim. Ja. So, dann, jetzt kommen wir mit so einem Spannungsprüfer, was macht den besonders? Wir haben sehr auf die Robustheit geachtet, das heißt, das ist ein Spannungsprüfer, der IP67 hast. Das heißt, wenn der in der Umgebung irgendwo auf der Baustelle runterfällt, in Dreck, in Schmutz oder ins Wasser, kein Thema. Wenn ich ihn tagelang irgendwo im Regen stehen lasse, auch kein Thema. Ja. Komplett robuste Ausführung. Wenn er von 2 Meter Höhe fällt, wir haben einen 2 Meter Drop-Test, also einen Falltest gemacht, macht dem auch nichts aus. Ja. Er ist einfach, wenn er mal nicht mehr tut, habe ich hier so 2 Batterien, sieht man auch schön die Dichtringe, dass es wirklich entsprechend so abgestimmt ist. Und wenn ich ihn einschalte, blinkt er einmal rot, das heißt, er macht einen Selbsttest und sagt, es ist alles in Ordnung und das macht er auch im Hintergrund, alle 5 Sekunden. Sollte er mal nicht mehr funktionieren, weil er doch aus 20 Meter gefallen ist vom Hochhaus und es könnte theoretisch passieren, dass doch was bricht, dann blinkt er einmal und sagt, Stopp, geht nicht mehr. Roland, du hast gesagt, Wasser ist kein Problem, wir haben hier was vorbereitet. Ja. Und zwar einen kleinen Eimer mit Wasser. Das heißt also, ich kann dir das da theoretisch reinschmeißen und dann würde funktionieren. Ja. Du, voller Stolz sagst du, kein Problem? Voller Stolz sage ich, er hat IP67, das heißt, der kann auch mal unter Wasser sein, sollte eigentlich nicht passieren. Der leuchtet immer noch, ja, der tut immer noch. Ja. Natürlich jetzt nicht das Wasser in die Steckdose reinspritzen. Nein. Aber du kannst jetzt an die Leitung gehen oder auch hier, wir haben ja schon vorbereitet, so eine Leiste. Ja. Auch da kannst du entsprechend prüfen, sogar wo die Phase liegt, also von der Steckdose. Und noch viel besser, du hast hier die Leitung und du kannst jetzt wirklich prüfen, wenn ihr daheim irgendein Gerät habt und das tut nicht mehr, könnt ihr gucken, an was liegt es eigentlich. Ja? Liegt hier noch Spannung an? Ist es vielleicht vorne am Stecker? Habe ich irgendwo einen Kabelbruch? Habe ich vielleicht eine lange Verlängerungsleitung, 30 Meter und jetzt geht auf einmal nichts mehr? Dann könnt ihr wirklich von Anfang bis zum Ende durchgehen mit dem Spannungsprüfer. Und seht genau, wo habe ich das Problem. Der Elektriker schneidet es dann da ab und macht 2 kleine Verlängerungskabel draus. Klar, aber wir sehen, gerade wenn man das Problem hat oder das Gefühl hat, irgendwo funktioniert irgendwas nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein großes stationäres Gerät hat, das Gerät will einfach nicht mehr, kann man es ans Kabel ranhalten. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel tapeziert, wenn man irgendwo ein Thema mit Strom hat, dann hat man immer das sichere Gefühl, man weiß, es liegt Strom an oder es liegt kein Strom an. Exakt, ja. Und das finde ich eine tolle Sache und vor allem auch für den Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung ist irgendwo bei 50 €. Ja, und für 50 € packe ich mir das auf jeden Fall mal in den Werkzeugkasten. Also ich auf jeden Fall. Gefühlt habe ich schon 2 bestellt. Und das finde ich eine tolle Sache. Ja. Übrigens, was du noch gar nicht gesagt hast, wir haben hier vorne haben wir eine kleine Taste dran, haben wir auch eine kleine Taschenlampe. Man sieht es hier auch. Ja, wenn man irgendwo mal gerade ein bisschen Licht braucht, da wo man hinleuchtet und nicht so richtig weiß, wo sind wir eigentlich, ja, hat man das auch noch. Wollte ich gerade drauf kommen, weil viele sagen, Mensch, auch wenn er aus ist, ja,
Also wenn du ihn ausgeschaltet hast, kannst du einfach nur auf die Taschenlampe gehen und bevor du immer dein Smartphone rausholst und auf Licht an, ja, und das ist halt nicht so robust, ist das natürlich optimal. Das heißt, die lieben den allein schon, weil der immer dabei ist. Und wenn ich mal irgendwo was gucken will, das muss ja nicht nur elektrisch sein, ja. Absolut. Dann hole ich immer den raus und habe meine Taschenlampe dabei, ja. Nee, Hab den mega. schönen Clip, kann den irgendwo dran klipsen, ja, und den habe ich immer dabei. Ja. Ich sage immer, jeder sollte den in der Tasche haben, immer. Immer in der Tasche? Ja, unbedingt. Das heißt, wenn ich gerade im ICE fahre, sage ich, Mensch, läuft der Strom hier noch ordentlich? Nee, du kennst es ja. Dann willst du mal einstecken, dein Smartphone an dem Sitz, ja, und dann geht's nicht. Und dann kannst du nämlich gucken. Ja, Aber und dann eigentlich sagst, hast du hey, recht. Schaffner. Aber Da eigentlich ist hast du kein recht. Strom Ich hatte letztens wirklich keinen Strom. Ja, Ich egal. wusste nicht warum. Und dann Aber kannst du es nachweisen und sagen, Leute, hier ist was kaputt. Gleich eine Story machen. Okay, lass uns mal weiter gucken. ja, Hier haben wir was? das ist ein GDM. Wir nennen wieder gewerbliches digitales Multimeter. Ja, das ist ein Multimeter, wo du verschiedene Dinge messen kannst. Multi für viele Anwendungen, das heißt Wechselstrom messen, Gleichstrom messen, Millivolt, Ohm, also Widerstände, Kondensatoren und du kannst Strom messen. Und für den haben wir in erster Linie diesen wunderschönen Zauberkasten entwickelt, weil also ich musste dem Elektriker nicht erklären, was man alles machen kann damit. Absolut. Die kennen das alles. Ja. Aber jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, hier Spannungen zu prüfen. Wir können Ströme messen entsprechend. Wir haben hier einen Wechselstrombereich und einen Gleichstrombereich, können also Wechsel- und Gleichspannung messen und auch die Ströme dazu messen. Ich habe ein paar Widerstände hier reingepackt, einen Kondensator, ein paar Sicherungen, wo ich testen kann, und das machen wir in erster Linie mit diesem Multimeter. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass du überrascht bist, wie viele Privatleute also Multimeter eigentlich zu Hause haben. Genau. Was würde der Privatmann, der Elektriker weiß zu 1000%, was er damit anfängt, aber was würde der Privatmann damit machen? Aber vielleicht zeigst du uns das einfach mal. Ja, der macht in erster Linie eine Spannungsprüfung, er liebt die Durchgangsprüfung. Der will gucken, ist die Leitung von A nach B noch in Ordnung oder nicht, oder ist da irgendwo ein Kabelbruch drin, und dann kommt es darauf an, ob du ein bisschen Elektriker bist. Also, was ihn eigentlich auszeichnet, bevor ich es vielleicht erwähne, was wir jetzt besonders gemacht haben, ist diese Ergonomie. Wenn du das mit dem Elektriker in die Hand gibst, dann sagt er in der ersten Linie, oh wow, liegt echt gut in der Hand. Ja. Das ist genau dieses, egal ob du einen Winkelschleifer, einen Akkuschrauber oder sonst was von uns in die Hand nimmst, das ist dieses gummierte Gehäuse, liegt super in der Hand. Ja. Und stimmt. auch hier haben wir den Schutz, was für uns nicht üblich ist, IP65. Ja, das ist also extrem hoch. Und auch da haben wir einen Falltest gemacht von 2 Meter Höhe. Ja. Auch das, was du jetzt gerade hast, ja, das ist ein Magnethänger, der ist flexibel, den kann ich auch abmachen und kann ihn auch bei anderen Geräten anbringen. Ja. Ja. Und das ist zur Freihandmessung, sagt man. Normalerweise, stell dir vor, das ist ein Schaltschrank, den mache ich jetzt auf. Die Schaltschränke in der Industrie, vor allem, sind aus Metall. Ja. Und dann klipse ich das einfach so an die Wand dran. Und kann dann loslegen. Und dann kann ich messen, aber das kam jetzt ein bisschen früh, weil dazu braucht man dann nicht erstmal die Messleitungen, die man dann anschließt. Vielleicht schließt auch wirklich mal an, dass die Zuschauer mal wirklich sehen können, wie man das Ganze benutzt. Ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Es hält sich wirklich sehr schön. Ja? Ja. Ich finde das Gewicht sehr angenehm. Ja. Ich habe so ein ultra billiges Teil zu Hause, wo ich immer nicht so richtig weiß, stimmt das wirklich, was da so draufsteht? Das macht einen sehr wertigen Eindruck. Ja. Und das, was ich zu Hause habe, fasst sich nicht so schön an. Und das Lustige ist, dass das immer jeder zu mir sagt, oh, ich habe auch so eins daheim. Und deswegen weiß ich, jeder hat irgendwie, der ein bisschen was bastelt. Ja. Absolut. So. Und was ich brauche, ist eine Messleitung. Ja. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Die verknoten auch mal gern. Deswegen ist es wichtig, dass diese Messleitungen aus Silikon sind. Das merkst du sofort. Kaufst du so ein billiges, ist das eins. Das kannst du maximal so biegen. Ja. Wenn du da einmal so machst, ist es ab. Ja. Das ist ein flexibles. Ein Elektriker nimmt das in die Hand und sagt, ah, cool, gutes Kabel. Ja. Und dann brauchst du natürlich die Messleitung, um einzustecken. Der Profi steckt immer erst das Schwarze ein in die COM-Schnittstelle oder in die Ground und dann hier das Rote, wenn ich entsprechend Spannung oder sonst was messe. Und was uns jetzt besonders auszeichnet, du musst auf das Display schauen. Ich zeige es aber vielleicht mal in die Kamera. Wenn wir den einschalten, haben wir ein Display, das so am Markt eigentlich noch nicht ist. Das ist ein invertiertes LCD-Display. Also es gibt es schon so, aber nicht in der Größe, das ich wirklich von überall sehen kann. Es sieht jetzt wirklich aus einem sehr steilen Winkel, genau. Kann das perfekt lesen. Genau, das wollte ich gerade erklären. Ja, weil wir haben oft gefragt, bei der Entwicklung, auf was müssen wir denn Wert legen? Haben alle gesagt, du, das mit dem Drehrad, das müsst ihr lassen, macht jetzt kein Gerät mit lauter Knöpfen drauf und so, aber guckt, dass das Display einfach immer gut ablesbar ist. Und das haben wir praktisch umgesetzt, haben auch die Knöpfe, die man sonst immer da oben findet, auf die Seite gepackt, dass ich ein ganz großes Display habe und wirklich diese Zahlen sehr gut lesen kann. Und wir haben auch ein 9-Digit-Display, typischerweise am Markt ist 7er mit 9 Digits hier, also mit diesen 9 Zifferteilen kannst du auch schreiben. Wenn da innen eine Feinsicherung kaputt ist, steht da Fuse. Dann kann ich Worte schreiben. Und dann haben wir verschiedene Worte drauf.
Aber es ist wirklich, also man muss es wirklich sagen, selbst aus diesem Winkel, wo man eigentlich denkt, ich stehe direkt daneben, also wirklich selbst von hier, ich kann das immer noch lesen. Genau. Da steht 0,16, das ist irre. Ja, genau. Und das ist auch hier mit der Beleuchtung extrem hell und manchmal auf der Baustelle ist es extrem dunkel. Ich habe unterschiedlichste Lichter um mich rum und oft habe ich das Problem, andere haben teilweise dann einen Knopf, wo du die Beleuchtung einschaltest, aber dann blendet dich wieder die Beleuchtung von dem Display, also mich zumindest. Ja, ja. Und das haben wir wirklich versucht umzusetzen und anders zu machen. Und ich finde, wenn man das sich mal anschaut, das Ding wird sehr gut messen und hat dieselben Funktionen wie viele andere Multimeter. Genau. Aber das sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Genau. Und gerade im alltäglichen Arbeiten ist das etwas, wo ich sage, oh, ja, das macht den Unterschied und das ist dann dieses Haben-wollen-Gefühl. Genau. Und das andere, was immer kommt, das Messgerät, das muss mit einer Hand bedienbar sein. Ja? Es gibt Geräte, da musst du immer mit einem, ja, dann stehst du da und dann schaltest du auf den Messwert, den du messen willst. Wir haben das, gibt es nachher am Markt, aber nicht mit dieser Gummierung um das Rad rum, so dass du das sehr einfach mit einer Hand messen kannst. Gibst du das einem Elektriker in der Hand und der soll zum Beispiel Spannungs messen. Mach jetzt gleich mal einen Versuch. Ja? Dann nehme ich kurz hier diese Schutzkappen ab. Das sind nicht Schutzkappen, das sind Kategorie 3, 4 Kappen, aber der Elektriker weiß es, für die anderen ist jetzt, glaube ich, erstmal unrelevant. Ja. Und wenn du das dem Elektriker in die Hand gibst, dann sagt er, okay, ich muss schnell Wechselspannung messen, dreht da entsprechend, geht dann an die Steckdose, geht da drauf und sagt, ah ja, passt, 230,7 Volt. Haben wir jetzt hier gerade in Magdeburg Spannungsnetz. Ja. Genau. Und das ist einfach sehr wichtig, ja, dass der diese Einhandmessung, diese Messung machen kann. Und nochmal zu der Freihandmessung. Wenn ich das jetzt irgendwo am Schaltschrank, und die sind ja oft 2 Meter hoch und 1 Meter breit oder 5 Meter breit, ja, dann hänge ich mir das da daneben an die Wand und dann kann ich praktisch, ja, also wenn du den ich halte es für dich mal fest. Und dann kann ich jetzt hier loslegen und sagen, okay, jetzt messe ich mal von hier nach hier, ja, und kann einfach Freihandmessung machen, deswegen spricht man von Freihandmessung. Und ich kann immer schön alles ablesen, was ich hier sehen möchte. Ja. Was ich unbedingt noch erwähnen wollte, weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Stimmt. Hinten ist eigentlich das Batteriefach. Ja. Und da haben wir 2 AA-Batterien drin, wenn man ihn ausliefert. Aber manche von euch, oder du kennst ihn auf jeden Fall, ja, den 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku, den wir bei unserem Laserentfernungsmesser haben und auch bei unserem neuen Multiscanner, der GMS 120. Ja. Auch den kann man hier verwenden. Das heißt, ich schraube das auf und baue die 2 AA-Batterien raus und mache entsprechend den rein. Und dann kann ich den praktisch laden. Genau, man kann ihn hier wunderbar, ich zeige euch das mal, man kann ihn wunderbar hier unten ganz einfach USB-C reinstecken, laden, fertig. Genau. Ja. Ich habe den bei mir auch mal im Entfernungsmesser. Und ich muss sagen, demnächst habe ich ihn in meinem Multitool, wollte ich sagen, Multimeter. Im Prinzip ist es ein Multitool. Passt schon. Oh, danke, gut gerettet. Okay, lass uns mal auf das nächste kommen. Oder hast du noch ein Highlight? Ich habe noch ein Highlight und zwar, der wird nicht so eingebaut, weil das ist ja nicht erlaubt, dass man da laden kann und gleichzeitig messen, sondern man muss wirklich die Schrauben aufmachen, muss ihn einbauen. Und was oft der Fall ist, dieses Batteriefach muss geschlossen sein. Was wir eingebaut haben, ist, dass da ein kleiner Sensor drin ist. Nur wenn es wirklich verschlossen ist, dann kann ich auch wieder messen. Manche werden sich wundern, wenn sie es kaufen, es tut erstmal, oder es tut irgendwie nicht, dann hat er hier den Deckel noch nicht verschlossen. Das ist aber eine sehr wichtige Sicherheit, weil wir immer sagen Safety first. Also Sicherheit ist einfach das Allerwichtigste. Ja, und übrigens das hier, was du gerade gezeigt hast, hat meiner auch nicht, nämlich hier so einen kleinen Ständer, den man ausklappen kann. Und schon kann man es hier so seitlich stellen. Das heißt, an denen gibt es Kleinigkeiten. Wir haben hier so einen kleinen Gummifuß gemacht. Du kannst mal andere in die Hand nehmen, wenn man den so hinstellt. Ja, also andere Marken, wenn du da irgendwie so dran kommst oder willst doch noch mal was ändern, dann verrutscht der. Jetzt bei uns ist der auf dem Holz, ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber der rutscht nicht weg, weil wir unten deswegen extra einen breiten Stand gemacht haben und diese kleinen Gummifüße damit dran. Ja. Aber da sieht man wirklich, es sind die Details. Genau. Also jetzt kommen wir aber mal zum nächsten. Ja, ich hätte noch ein paar Sachen, aber wir gehen zum nächsten Jahr. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Der nächste ist der Spannungsprüfer. Auch den hat tatsächlich der ein oder andere daheim.
Man muss immer dazu sagen, ganz offiziell gewerblich darf nicht einfach der Zimmermann mit dem hergehen und damit arbeiten, weil er nicht eine zertifizierte Elektrofachkraft ist. Was du privat daheim machst, ist dein Ding. Ja? Und ich weiß viele Leute, die haben entweder einen Multimeter oder auch diesen Spannungsprüfer. Ja? Und der Spannungsprüfer, der hat praktisch zwei Geräte, die nimmst du so in die Hand, mit einer Leitung verbunden. Bei uns haben wir gewählt eine Leitung mit 1,25 Meter. Typischerweise am Markt waren immer 80 und wenn du am Schaltschrank arbeitest, ist immer unten, zum Beispiel nennt sich ein Potentialausgleich oder der Null und dann misst du irgendwo an der Spule, an dem Relais oder an der Sicherung und da muss die Leitung extrem lang sein. Und wir machen eine robuste Ausführung, also auch da, egal wie du das entsprechend biegst. Auch der Übergang hier haben wir Wert drauf gelegt, weil das oft ein Problem ist. Ja. Und auch bei dem haben wir IP65 realisiert. Ja. Nur der Fallschutz ist bei einem Meter, weil diese Prüfspitzen ist praktisch ein Kontaktspannungsprüfer, nicht kontaktlos. Ja. Und der Unterschied zu dem kleinen GVD ist, dass ich da einfach jetzt hergehe und da kann ich mir anzeigen, guck mal, ich habe hier 230 Volt Wechselspannung, Achtung, gefährlich. Und dann hat es diese zwei Knöpfe, deswegen auch ein Grund für diesen, du nennst das so schön den Zauberkasten. Ja. Da habe ich eine Sicherung, praktisch eine Standardsicherung, allerdings mit 2 Ampere, weil das einfach sicher ist für den Anwender hier, der von mir dann praktisch zertifiziert wird. Und hier ein FI-Schutzschalter und den teste ich, indem ich hier an die Phase gehe, an den Schutzleiter und dann die 2 Knöpfe drücke. Und dann wird praktisch der getestet. Ein Elektriker, wenn der dir dein Haus installiert, dann muss der das einmal testen und typischerweise eigentlich einmal im Jahr sollte man das prüfen lassen. Und das macht man mit so einem Spannungsprüfer. Auch der hat noch eine Leuchte, das gleiche, wenn es irgendwo dunkel ist. Ja, und auch der ist einfach griffig, er ist ein bisschen größer. Der eine oder andere sagt, na, ich kenne ihn, aber der ist kleiner. Aber wichtig ist bei unseren Geräten, du musst eigentlich jedes einmal in die Hand nehmen. Und dann merkst du, wie bei diesem Multimeter, oh, der liegt aber gut in der Hand, ja, weil wir haben da wirklich extrem Wert drauf gelegt, mit dieser Gummierung, auch da so ein stoßgedämpftes, gummiertes Gehäuse, dass der gut in der Hand liegt und dass er eben auch diese Schutzart erreichen kann. Also, ja, liegt gut in der Hand, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht das, wo ich alltäglich jetzt weiß, wie andere sich anfühlen, weil das benutze ich sonst nie. Muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist nicht das typische Tool natürlich. Aber ist jetzt auch nicht mein normales Gewerk, wo ich unterwegs bin. Aber dafür habe ich ja dich. Ich muss sagen, die gesamte Optik und Haptik der Geräte macht einen sehr guten Eindruck. Ich mag diese Gummierung, es fässt sich auch sehr wertig an. Was der Elektriker macht, der hängt das immer um den Hals. Ach so. Normalerweise würdest du das jetzt Tag hat, dann genau. Nein. Entweder hat es hier in seiner Tasche immer dabei oder viele Elektriker, wenn du mal irgendwo einen Besuch in so einer Industriehalle machst, dann haben die das dabei und messen das. Entweder das oder ein Multimeter. Ja, verstehe. Und den GVD. Also der heißt GVT für Voltage Tester, der andere heißt GVD für Voltage Detection, also für Detektion der Spannung. Der Unterschied ist einfach, mit dem einen, da weißt du, da ist jetzt Spannung dran, aber du weißt nicht, sind es 24 Volt oder sind es 230 oder sind es 400. Auch der misst bis 1000 Volt. Und natürlich Wechselspannung wie der andere, der ist für Wechselspannung und der misst auch Gleichspannung. Also da kann ich jetzt auch hier hergehen und hier dann messen und sagen, okay, wenn die Sicherung wieder dran ist, dann misst er entsprechend hier 12 Volt und sagt DC plus, wenn ich es umdrehe, dann könnte ich praktisch auch gucken, ob er richtig gepolt ist. Jetzt zeigt er ein Minus, weil ich es falsch rum. Und dann manchmal, der Elektriker muss auch gucken, ist die Gleichstromanlage richtig gepolt. Ja, Plus und Minus nicht vertauscht. Und vielleicht noch eins zum Schluss. Natürlich auch eine Durchgangsprüfung. Das heißt, wenn ich ihn so zusammenhalte, dann könnte ich hier, da haben wir so eine kleine Sicherung vom Auto. Und da hat es so Metallkontakte. Und da kann ich dann gucken, ob die noch in Ordnung ist. Ja? Und die obere, die ist kaputt, die müsste ich jetzt austauschen, wenn ich da unten das messe, an der. Und ich höre es? Dann ist die Sicherung noch in Ordnung. Ja? Und dann könntest du bei alten Autos zumindest. Ja. Jetzt piept alles, weil ich ihn mehr als 3 Sekunden zusammengehalten habe. Das heißt, ich habe auch hier einen Selbsttest. Der fällt mir jetzt runter aus 3 Meter. War jetzt doof. Geht er noch, dann kann ich entweder 3 Sekunden so zusammenhalten oder 3 Sekunden lang die Taste hier drücken. Ja? Und das waren jetzt nur 2,8 Sekunden. Und jetzt piepst er praktisch und zeigt alle LEDs und prüft einmal durch, ob alles noch in Ordnung ist. Cool. Also auch wieder Sicherheit
ganz wichtig. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, ist im Prinzip eine Schutzkappe, wenn ich ihn zusammengebaut habe. Und wir haben auch den Abstand hier so gewählt, du kannst auch einfach so messen. Ja. Das ist ja perfekt. Dass das genau die Breite von der Steckdose hat. Ja. Und dann kannst du es hier mit der Kappe drauf machen und dann hat es noch verschiedenes Zubehör. Da könnt ihr mal einen Film von uns angucken, da haben wir das noch im Detail erklärt. Ja, wenn ihr sagt, wir sollen noch mal viel tiefer auf die Geräte eingehen, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wo wir jetzt hier noch, ich will jetzt gar nicht im privaten Bereich sagen, aber wo sich der ein oder andere Privatmann vielleicht sowas noch zulegt, wird jetzt bei den Geräten, glaube ich, unwahrscheinlicher, würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir jetzt hier für ein Gerät? Genau, bei dem ist noch vielleicht 30% der Heimwerker, die sowas vielleicht wirklich kaufen, weil sie wirklich gucken wollen. Jetzt hier haben wir eine ganz spezielle. Ich fange jetzt mal mit dem an. Das ist eine Strommesszange, weil, ich nehme gerade mal das Multimeter, wenn ich mit dem Multimeter Strom messe, ja, dann muss ich zum einen hier diesen roten Knopf auf die andere Seite, da ist ein kleines A drauf. Ja, sieht man wahrscheinlich in der Kamera nicht so, für Ampere, ja, die Stärke von Strom, wo man das entsprechend angibt. Und dann muss ich das Gerät aber in Serie schalten. Das mache ich jetzt nicht hier, aber dafür ist das da unten aufgebaut, dass ich das Multimeter in Serie, also die Leitung praktisch aufmachen. Da würde ich jetzt hier die Leitung aufmachen, das dazwischen schalten und dann könnte ich sagen, dieses Lämpchen von einem Auto, auch vom Auto, da fließt, glaube ich, 0,37 Ampere. Und da kann ich bis 10 Ampere messen. Mit der Gabelstromzange, so ist eigentlich mein Begriff, schalte ich ein. Ja, habe wieder diese Einhandbedienung, auch gar nicht so, dass ich das mit der anderen Hand mache. Und das erste ist immer Strommessung, Wechselspannung. Ja. Und da gehe ich jetzt praktisch dran, brauche auch gar keine Messkabel und kann jetzt hier entsprechend Strom messen. Um einen Strom zu messen in dieser Leitung brauche ich, ich habe es dir einmal gezeigt, genau, wir haben da so einen kleinen Heizlüfter dazu genutzt, ja, den stecke ich hier in die Steckdose ein. Und wenn ich den jetzt einschalte und hier auch gleich hier noch aktiviere, jetzt gehe ich erstmal mit dieser Klemme darüber und da messe ich immer wirklich an der Phase. Das mache ich nicht daheim, das ist nichts, was du daheim an deinem Sicherungskasten machst, sondern das ist wirklich mehr in der Industrie, wo ich viele große Motoren angeschlossen habe oder sonst was. Ja. Wenn ich jetzt den einschalte, dann seht ihr, also ich höre es, der läuft an und der sagt am Anfang, Anlaufstrom ist immer höher, er fängt bei 3 Ampere an und dann geht er langsam runter, weil die Heizdrähte ja warm werden und dann geht er so runter und pendelt sich bei 1,3 oder so ein. Ja, und dann habe ich da entsprechend die Strommessung. Man muss sagen, komplett kontaktlos, das heißt, ich kann wirklich hier drüber gehen und schon misst er mir meinen Strom. Und das geht jetzt halt hier bis, ich schalte es wieder aus, das geht bis 600 Ampere. Und ich sage mal zu allen, stellt euch vor, im Haus, da habt ihr 16 Ampere, du auch daheim, 16 Ampere Sicherung, es geht eher runter Richtung 10 aktuell. Und hier messen wir 600 Ampere. Das ist also es sind Kabel mit 300 Quadratmillimeter Querschnitte und da ist eine Leitung so dick, ja, so praktisch wie mein Daumen. Und da gehe ich dann rum und kann dann messen bis 600 Ampere und ich kann bis 600 Volt messen. Das mache ich nicht mehr mit dem Multimeter. Das mache ich dann nicht mehr mit dem Multimeter. Dann habe ich aber im Lieferumfang auch immer diese 2 Leitungen integriert. Ja, das heißt, die kann ich da auch, ich sage immer schwarz in schwarz, rot in rot. Und dann kann ich hier genauso Widerstände messen. Ich kann auch Durchgangsprüfung machen. Ich kann auch die Spannung, Wechselspannung und Wechselstrom entsprechend messen. Ja. Und auch alles wieder so einfach. Hier mit dieser Einhandbedienung. Habe an der Seite noch so einen Hold-Button. Das heißt, ich messe dann halt im Schaltschrank oft mal irgendwie da und dann komme ich nicht richtig dran. Ich sehe es nicht richtig, dann messe ich. Gehe praktisch um die Leitung rum, ja, messe und drücke dann den Hold-Button und dann gucke ich erst, okay, 28 Ampere. Ja. Auch hier wieder diese Fallschutz haben wir immer auch, also nicht Fallschutz, Falltest von 2 Meter. IP54, da ist er nicht ganz so groß, weil ich hier bewegliche Teile habe und da sieht man auch die Kontakte da entsprechend. Deswegen IP54 ist schon höher, als das es sonst als Standard für so Messgeräte ja, man muss aber auch sagen, da wo du mit diesen Geräten hantierst, ist meistens wenig Wasser in der Nähe. Genau, jetzt sagt nämlich der eine, das ist richtig, die eine sagen, ja, warum macht das so einen hohen IP-Schutz, weil Wasser und Strom ist ja wohl nicht so das Richtige, aber wir machen es ja, weil es auf der Baustelle so eine raue Umgebung hat und weil da trotzdem das mal im Regen liegen bleibt oder weil es doch mal runterfällt und doch mal schmutzig ist und doch mal nass ist und so weiter. Und
dann kaufe ich halt, selbst bei dem kleinen GVD, den kaufe ich halt einmal. Wie viele Leute kenne ich, die sagen, ja, ich habe mir irgendwo, egal wo, einen gekauft für 10 Euro oder für 20 gibt es, ja, aber der fällt dir halt einmal runter und dann kaufst du halt wieder einen für 10 Euro und für 20. Und ich gehe davon aus, den hast du vielleicht hoffentlich dein Leben lang. Und so ist es auch bei den Geräten. Das sind zuverlässige Geräte und die habe ich dann einfach eine lange Zeit. Ja. Was man erwähnen kann, ist noch dieses True RMS, das steht auch hier drauf an der Seite. Das ist im Prinzip ein Messverfahren intern, das garantiert, dass es wirklich immer eine sehr genaue und korrekte Angabe ist hier. Das ist für den Elektriker wichtiger, der sieht True RMS und sagt, Profi-Gerät. Hier brauchen wir auch interne Energie, das heißt, hier kann ich es auch mit diesem... Genau. Auch mit dem Akku-Pack dann entsprechend... Könnte hier praktisch die 2 Schrauben lösen, dann sehe ich die Batterien und kann den entsprechend reinpacken. Ja. Manche fragen noch, das fällt mir jetzt gerade ein, beim Multimeter, und was passiert, wenn ich jetzt irgendwo hier messe, wo es aber nicht 10 Ampere hat, da steht maximal 10 Ampere, sondern 50 oder 100, dann haben wir hier, bei billigen Geräten ist halt das Gerät kaputt, wir haben dann hier oben, wenn man das öffnet, sieht man eine Feinsicherung, 10 Ampere, und dann geht die halt kaputt und du kannst dir... bei uns sogar als Zubehör oder als Ersatzteil kaufen und einfach ersetzen. Also das Ding ist eigentlich, ich würde mal sagen, fast unkaputtbar, sage ich mal. Ja. Okay, also auch da mitgedacht, dass es für dich lange hält. Ja. So, und jetzt haben wir hier nochmal den Spezialisten. Und der Spezialist, das ist einfach, ich nenne es immer die geschlossene Strommesstange und die offene Strommesstange. Offiziell ist das die Strommesstange und das die Gabelmesszange. Ja. Gleiche Funktionsweise wie hier, ich schalte ein mit einer Hand, auch wieder Einhandbedienung. Das erste ist immer Wechselstrommessung und mit dem Gerät kann ich jetzt genauso an der Leitung Strom messen, ja, und dann gehe ich da drüber und messe immer noch aktuell 1,9 oder 1,8, geht langsam runter, Ampere. Ja. Und den nutze ich immer in der Industrie, wenn du so einen Schaltschrank aufmachst, sind ganz viele Leitungen und oft komme ich da mit dem gar nicht um die Leitung rum, ja, weil das zu groß ist. Dann nehme ich den kleinen handlichen, kann aber, weil der geöffnet ist, nicht 600 Ampere, sondern nur 200 Ampere messen. Das reicht aber aus in den meisten Fällen und kann da entsprechend messen. Dafür kann der, wenn ich auf die Wechselspannung gehe oder auf die Gleichspannung, bis zu 1000 Volt messen. Das Multimeter und die Gabelstromzange ist für maximal 600 Volt und die hier ist bis zu 1000 Volt. Und als kleines Highlight gibt es da oben noch NCV oder NCV, das ist Non-Contact Voltage. Das heißt, da ist der noch mit integriert. Das ist praktisch da oben, was hier die kleine Nase ist. Das ist praktisch hier, steht auch NCV und das ist praktisch das da oben. Wir stellen jetzt hier auf NCV oder NCV, ja, und jetzt sehe ich schon, hier blinkt es noch nicht, aber wenn ich jetzt da dran komme, dann weiß ich, da liegt Spannung an. Ihr habt bei der ganzen Sache jetzt eine Sache gemerkt, ich musste den Roland die ganze Zeit einbremsen, weil ich glaube, du könntest ja noch locker 2 oder 3 Stunden weiter erzählen. Wenn ihr mehr Informationen zu den Geräten haben wollt, schreibt es unten in die Kommentare, weil sonst würde es jetzt hier ausufern, wird einfach zu lang dauern. Ich finde es super spannend, ja, und kann euch nur sagen, das eine Gerät haben wir schon zur Seite gelegt, nehmt das und packt euch das zumindest in den Warenkorb und kauft das mal und guckt euch das an. Also das ist eine tolle Sache. Übrigens, alles, was wir heute gesehen haben, ist auch unten in der Videobeschreibung natürlich wie immer verlinkt. Das, was wir hier übrigens sehen, und ihr seht, Bosch Elektriker, ja, die sind ja quasi so, das sind ja Dinge, die viele gar nicht kannten. In der Vergangenheit war es so, wir hatten das hier schon im Angebot bei Bosch oder im Programm bei Bosch. Ich glaube, ganz viele kannten das gar nicht. Wir wussten gar nicht, dass es das gibt und dass es das vor allem sogar im Koffer gibt. Ja? Denn hier drin ist ja die Einlage, die kannst du einfach in einen leeren Koffer nehmen und reinpacken. Und du hast vorhin schon zu mir gesagt, ja, viele haben halt doch mal irgendwo einen leeren Koffer, kannst du einfach nehmen, rein und dann hast du eben das Werkzeug alles hier verstaut in einem Koffer und dabei. Also das finde ich eine coole Sache. Ja? Und lass uns so weiterschauen. Elektriker, Bosch hat ganz viel für Elektriker, wo man erstmal gar nicht drauf kommen würde. Wie zum Beispiel, der Elektriker braucht natürlich auch einen Bohrhammer, und zwar einen kleinen, kompakten Bohrhammer, weil häufig ist es so, dass man in einem finalen, also dass man nicht im Rohbau sitzt, das macht man natürlich auch, aber dass man sagt, okay, ich bin schon irgendwo in einem bestehenden Objekt und dann möchte ich eigentlich genau sowas haben, was Kleines, Kompaktes zum Mitnehmen, schöner kleiner Koffer auch, wo das drin ist, alles drin mit Absaugung und allem drum und dran und vor allem mit Absaugung, denn man möchte den Dreck ja doch nicht haben. Genau, man sagt hauptsächlich für die Aufputzmontage. Ich mache noch Schalter dran, Lampenmontage und so weiter. Und schon ein fertiges Haus und da würde ich nicht noch Dreck machen, neuer Boden und so weiter.
Genau. Und was möchte der Elektriker eigentlich mit sowas hier? Der Winkelschleifer, ganz wichtig. Jeder Elektriker hat einen Winkelschleifer, weil er vieles zu trennen hat. Hier zum Beispiel unser Carbide Multiwheel, sogar schön eingebaut. Da trennt er seine Kabelkanäle. Entweder Kunststoff oder auch Metall, aber in der ersten Linie ist der hier für die Kunststoff. Und wir haben noch eine andere Scheibe, die ist für Metall. Und dann kann man auch Metall-Kabelkanäle trennen. Aber auch sonst gibt es viele Bereiche, wo einfach mal einen Schnitt machen muss. Ja. Und dann nimmt er sehr gern einen Winkelschleifer. So, aber das hier ist neu, das in der Form ist neu, weil jetzt haben wir hier eigentlich Werkzeug, was wir schon kennen, plus weiteres Werkzeug und alles in einem Koffer. Genau, da habe ich alles drin. Das heißt, ich habe die Zangen, die Schraubendreher, das ist hat praktisch zwei Seiten. Da habe ich meine Gabelschlüssel und auf der anderen Seite, da wären dann noch Zangen, Arbisolierzange, Hammer, kleine Wasserwaage, Messer und unterschiedliches anderes. Ja. Und hat sich herausgestellt, dass wirklich viele die Allbox wählen und dass da einfach alles drin sein sollte. Ja. Und er kann ja dann irgendwas rausnehmen und sich das anpassen für sich, den Schraubendreher, den er braucht, vielleicht auch ein paar andere noch mit rein. Ganz flexibel. Aber ich sehe noch eine Sache, und zwar, ja, vorhin haben wir die ganze Zeit von dem einen Tool gesprochen, ja, voll digital. Vielleicht gibt mir das der Andreas noch mal ganz kurz. Denn wir haben hier ja quasi so die alte Version, viele von euch kennen das. Ja, und das wäre jetzt die neue, ja, mit vielen weiteren Funktionen. Ich steige gern so ein in ein Training und sage, guck mal, den kennt ihr vielleicht schon mechanisch und dann geht man in die Steckdose, man geht aber an den Kontakt, das heißt, man hat schon ein bisschen auch Angst und dann geht man hinten da dran und dann fließt so ein Minimalstrom über deinen Körper ab. Und dann alles kein Problem. Hat hier so eine kleine Glimmlampe und dann zeigt sie, na, ist da Spannung dran. Aber das ist natürlich die komplett moderne Variante, wirklich berührungslos und natürlich ganz andere Darstellung als hier. Da musst du immer gucken, brennt das Lämpchen noch, ja, und je nach Lichtverhältnisse, ja. Also unbedingt holt euch sowas. Genau. Hier, toller Koffer. Und aber ganz anderes Preissegment, als wir da sehen, ja, muss man ganz klar sagen. Hier auch wirklich absolutes Profi-Werkzeug. Dazu habe ich ja schon mal Videos gemacht, die verlinke ich dir auch mal hier oben. Die stellen wir nicht noch mal extra vor. Hier auch spannendes Tool, ja, ist bei uns auf der Messe ja auch super angekommen, als wir das Video dazu gemacht haben. Aber du hast hier noch eine Neuheit mitgebracht. Und ich habe sie extra eingepackt gelassen, weil wir so eine süße Tasche dazu gemacht haben. Ich sage immer eine süße Tasche, ja. Eine professionelle Tasche dazu, das heißt, das ist unsere neue Wärmebildkamera, die GTC 12V450. Das sagt schon der Name, also die geht von minus 20 bis 450 Grad Temperatur. Was die auszeichnet, ist einschalten und innerhalb von 3 Sekunden kann ich direkt mit meiner Arbeit beginnen. Ja, man kennt das von unseren anderen, da dauert es manchmal länger. Ja. Und die ist einfach klein, die ist kompakt, das ist unser Einstiegsmodell, ist kostengünstig und hat die hohe Auflösung wie die große GTC 600. Ja, und einfach in der Bedienung, Top-Gerät. Ja, absolut. Und ich muss sagen, früher habe ich gedacht, es gibt natürlich so Leute, die mit Energieeffizienz zu tun haben, die gucken zum Beispiel, sind die Fenster dicht und so weiter. Und das ist ein spezielles Gerät. Aber seitdem ich die bei mir in der Werkstatt habe, ich habe die irgendwann nach einem Dreh gesagt, komm, ich probiere das mal, brauche ich die oder brauche ich die nicht? Und es ist erstaunlich, wie häufig ich die zur Hand nehme. Weil ich gucke selbst bei meinem Haus zum Beispiel, oh, irgendwas zieht hier, gucke ich mir an, wo kommt das dann her? Ganz irgendwas, ich habe letztens das sogar beim Auto benutzt, habe geguckt, na, ist das hier zu heiß, zu kalt? Zu kalt nicht in dem Fall, war es wirklich zu heiß. Das kann man halt alles damit anschauen. Das ist eine coole Sache, hat eine Menge Funktionen, die man so gar nicht kennt. Aber hier auch ein neues Gerät, auch da, wenn wir das mal im Detail uns anschauen sollen, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ist ein riesiges Gebiet. Ich möchte jetzt mal wissen, ob es euch interessiert. Vielleicht kommt der Roland dann auch nochmal. Stellt für euch das nochmal im Detail in der Tiefe vor. Solange können wir nur noch sagen, für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.